Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute reden wir mal darüber, ob vielleicht Laurin Ulrich auch Fiedler nun folgen könnte zum FCM und warum er eigentlich so wichtig wäre beim FCM und was für eine Rolle er spielen könnte. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr supporten. Abonniert und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen und immer informiert zu sein. Dankeschön an ihn, das macht. Zusätzlich kann man ab 99 Cent Mitglied werden. Eure Meinung sehe ich auch gerne in den Kommentaren. Ja, fangen wir direkt mal an. Laurin Ulrich ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Spieler, aktuell in sehr, sehr vielen Gesprächen mit Zweitligavereinen, könnte aber auch nun in Gespräche kommen mit dem FCM. Ja, er könnte damit Fiedler folgen. Aktuell ist vor allem bei ihm Karlsruhe heiß, als heißer Kandidat. Der FCM wird sicherlich vielleicht sich auch nochmal in die Gespräche einmischen, aber auf welche Rolle spielt er denn überhaupt? Ganz, ganz einfach kann man das hier sagen. Er ist zentraler offensiver Mittelfeldspieler, 1,80 groß, 20 Jahre alt. Hat 1,7 Millionen Marktwert in der dritten Liga, das ist natürlich sehr gut, hat Vertrag bis 2026, also für ihn müsste man Geld bezahlen. Ich schätze hier mal ungefähr 850.000, also die Hälfte. Was schon eine ordentliche Summe ist für uns. Aber er könnte ein sehr, sehr wichtiger Ersatz werden. Hat in der zweiten Liga in der ersten Hälfte bzw. Hinrunde keine Rolle gespielt bei Ulm, war dort ausgeliehen, aber auch das Spielsystem hat nicht wirklich zu ihm gepasst. Hat 5 Spiele gerade mal gemacht, 6% Startelf, also ein Spiel Startelf, sonst eigentlich keine Rolle gespielt. Auch das ist natürlich schwerwiegend. Und jetzt kommt seine Rückrunde in der dritten Liga, wo er tatsächlich Stuttgart den Klassenerhalt gesichert hat. 3 Tore und 7 Vorlagen, was 10 Scorer ergibt in 18 Spielen. War immer gesetzt, hat immer fast durchgespielt und hat 43% der Scorer beigetragen. Trainer war Fiedler, der ihn gefördert hat und auch sehr wertgeschätzt hat und ihn als sehr, sehr wichtigen Spieler angesehen hat. Nun könnte er dann zum FCM kommen. Seine Positionen sind eigentlich grundsätzlich das ZOM, zentrale offensive Mittelfeld. Auch zentrales Mittelfeld und links außen kann er. Auch das passt zum FCM, weil sie ja sehr oft überall spielen. Beziehungsweise sehr, sehr gerne Spieler haben, die sehr, sehr variabel sind. Das ist er damit. ZOM, auch eine interessante Position, denn das zentrale offensive Mittelfeld, der wichtigste Spieler hat uns da verlassen, Mohamed El Ancuri, der auf seiner Position sehr, sehr einzigartig war und bestimmte Dinge kann, die einfach kein anderer Spieler in unserem Kader kann. Das ist einfach so, er weiß ganz genau, wo das Tor steht, weiß ganz genau, wie er die Pässe spielen muss und da brauchen wir jetzt einen guten Ersatz. Da wäre Laurin Ulrich definitiv ein Mann dafür, vor allem weil er schon Markus Fiedler kennt aus seiner Zeit bei Stuttgart 2. Er war sein großer Förderer und könnte natürlich jetzt auch interessant für Laurin Ulrich sein, dass er jetzt zum FCM geht, denn er will in die zweite Liga. Wieso dann nicht direkt zu seinem Ex-Trainer, den er auch sehr wertschätzt zudem. Zudem hat Laurin Ulrich auch in der U19, U18, U17 und U16 bei Deutschland gespielt und da auch immer wieder ein paar Scorer gemacht. Ja, El Ancuri ist natürlich schwer zu ersetzen, auch das muss man klar sagen. Hat insgesamt in 22 Spielen 11 Scorer gemacht. Sein großes Problem war seine Verletzungsanfälligkeit. Denn die war sehr, sehr hart für ihn. Hat nämlich in etwa 34 Partien, die man hätte spielen können, nur 22 begehen können. Also circa ein Drittel nicht. Und fehlt damit öfters mal und oft auch mal jetzt eine halbe Saison. Und das ist halt ein großes Problem von ihm gewesen. Er wird sehr wahrscheinlich in seine Heimat wechseln, also nach Holland bzw. in die Niederlande. Denn da kommt er her und würde dann auch gerne da bestimmt in der ersten Liga spielen wollen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er da einen Verein findet, der ihn sehr, sehr gerne nimmt mit Kusshand. Denn die Qualität hat er. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht beschweren, wenn er das macht. Kann jeder verstehen. Auch wenn ich den Abgang sehr, sehr schwer finde, weil er mein Lieblingsspieler war. Ich fand ihn taktisch clever. Er war physisch auch sehr, sehr interessant. Mit seinen kleinen Storchenbeinen, wie er dann die Dribbel links macht, wie er dann immer durchkommt, gefühlt. Wirklich unglaublich, ein einfacher Spieler, der einfach entzückt. Laurin Ulrich ist auch so ein Spieler. Deswegen, mal schauen, was passiert. Ist auch ein Heidenheimer. Das ist interessant. Ist in Heidenheim geboren und mal gucken, ob er dann vielleicht sich traut nach Ostdeutschland. Und bei den Schwaben wird er sicherlich nicht bleiben, denn aktuell sind 6 Vereine interessiert. Der FCM ist da noch nicht aufgelistet, auch das muss man klar sagen, was da wirklich passieren wird. Grundsätzlich haben wir auch noch
Alternativen zu Laurin Ulrich, falls er nicht kommen sollte. Hier muss man sagen, haben wir nicht so gute Alternativen wie ein Fiedler meiner Meinung nach, aber man hat wenigstens Alternativen und sagt jetzt nicht, okay, wir haben jetzt Mohamed Eren-Kool abgegeben und haben jetzt nichts dahinter. Wir haben unter anderem Nick Meyer verpflichtet, der die Position spielen kann. Ob er das Niveau für zweite Liga hat, ich glaube, darüber kann man dann wiederum nochmal streiten, denn das sehe ich nicht aktuell. Kann mir auch nicht vorstellen, dass er der Ersatz wird von Mohamed Eren-Kool. Zudem haben wir aber auch noch Abubakar Hüseyin, ein sehr, sehr interessanter Spieler, wie ich fand. Als die Verpflichtung klar war, hat er sich gut im Training durchgesetzt. Und ich hatte ihn auch auf dem Schirm, weil er sehr, sehr interessant gespielt hat. Auch er eigentlich ein schnörkelloser Spieler, der gerne mal die Pässe sucht, die Schnittstellen und auch gerne mal ins Dribbling geht. Das aktuell ist aber noch nicht so gut bei ihm, denn öfters mal verliert er die Dribblings oder macht einen schlechten Pass. Da muss er sich weiterentwickeln. Auch das ist ganz klar, weil es vor allem die schwierigste Position im FCM-System ist, beziehungsweise im Team-System. Auch das System spielt Fiedler, offensives System. Da ist die zentrale Offensive und zentrale Defensive Mittelfeld das Wichtigste im Spiel, kann man sagen. Da muss man schon top sein. Und da fehlt sehen dann noch der ein oder andere Schritt. Ich würde ihm dann noch gerne ein Jahr geben. Ich glaube, dann könnte er vielleicht, wenn er weiter seine Schritte nach vorne geht, und die hat er gemacht, ein wichtiger Teil vom FCM werden. Und vielleicht dann noch irgendwann mal Bochu in die erste Liga folgen oder mal schauen, wo er hinwechselt. Vielleicht ja auch nochmal zu uns. Auch das ist noch nicht ganz weg vom Fenster, auch wenn es sehr wahrscheinlich nicht passieren wird. Ja, sonst hast du aktuell keine Alternativen auf der ZOM-Position. Du könntest theoretisch auch noch einen Krepicki da spielen lassen, aber das ergibt eigentlich keinen Sinn. Und auch einen Barisch Ade kann das spielen. Aber er ist eher für den Flügel angesehen, denn da macht er halt seine Arbeit aktuell richtig, richtig stark. Ich freue mich sehr darauf, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Und hoffentlich wird er auch wieder die eine oder andere Bude reinhauen, vor allem gegen Hannover. Das würde mich sehr, sehr freuen. Denn da wird er sehr, sehr gehasst. Aber ich denke schon, dass wir eine Chance bei Laurin Ulrich haben. Auch da habe ich eine Einschätzung von einem Liga bekommen. Die ist hier gerne eingeblendet. Mal schauen. Und ja, sonst freue ich mich sehr auf weitere Transfers. Die findet ihr natürlich hier auf dem Kanal, auch Gerüchte und so weiter. Alles, was es um den FCM gibt, News gibt's hier. Lasst dafür einfach nur ein Like und ein Abo da. Glocke aktivieren, dann seid ihr immer einer der ersten, die die News mitbekommen. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren. Ciao, Leute.